Hast du manchmal auch richtig gehend Angst, wenn es um das Thema Tiefenstaffelung geht? Also Angst im Sinne von, ich probiere mal so ein paar verschiedene Hall-Plugins aus und dann drehe ich mal hier und da so ein bisschen rein. Alles in der Hoffnung, dass es danach schon einigermaßen natürlich und räumlich klingt, aber so richtig Plan hat man dann doch nicht davon, oder? Da wäre es doch eigentlich cool, wenn es ein relativ einfaches Plugin gäbe, das einem das alles aus der Hand nimmt, das sofort weiß, welcher Hall zur Snare, zur Gitarre oder auch zu den Vocals passt und am besten auch noch eins, das alle Instrumente und Stimmen beim Hall so untereinander abgleicht, dass man eben hinterher auch eine schöne Tiefenstaffelung bekommt und nicht so eine verwaschene Hallsuppe wie sonst so oft. Und als hätten die lieben Menschen von Sonible diesen Ruf der Mix-Wildnis gehört, haben sie kurzerhand ihr Plugin Smart Reverb genommen und in der Version 2 all das reingebaut, was dir, mir und uns das komplexe Thema Tiefenstaffelung nahezu spielerisch aus den Händen nehmen soll. So nach dem Motto, weniger Knöpfe und Zahlen, dafür aber mehr Kreativität, Inspiration und tolle Ergebnisse. Soweit zumindest die Ankündigung für den Smart Reverb 2, aber ob das wirklich stimmt, wie der Hall tatsächlich klingt im Smart Reverb 2 und ob die zwei versprochenen Killer-Features tatsächlich halten, was sie versprechen, nämlich einfache Tiefenstaffelung und keine Maskierung der einzelnen Hallsignale untereinander, also eben nicht die von mir eben erwähnte undefinierbare Hallsuppe, das schauen wir uns jetzt am besten zusammen mal bei einem ersten Blick auf das Plugin an. Jetzt in deinem Recording-Blog. Das Abmischen von Musik in der DAW ist im Prinzip ja gar nicht so schwer. Eigentlich muss man ja nur die richtige Balance zwischen den einzelnen Instrumenten und Stimmen hinbekommen, also Lautstärke und Panorama. Und dann fehlt im Prinzip nur noch ein bisschen Räumlichkeit, also die vielbeschworene und manchmal auch sehr mystisch aufgeladene Tiefenstaffelung. Aber genau die kann zu einer echten Herausforderung werden. Und als mir Sonible schrieb, dass sie jetzt mit dem Smart Reverb 2 alles Komplizierte aus dem Thema Tiefenstaffelung rausnehmen wollen, da war ich gelinde gesagt schon relativ neugierig. Und meine ersten Gehversuche mit dem Smart Reverb 2 in den letzten Tagen haben dann zumindest eins herausgebracht. Sonible hat mal wieder, wie schon beim Smart EQ 4 und den anderen Plugins aus der Smart-Reihe, mal wieder nicht zu viel versprochen. Vor allem dahingehend, dass smarte Hilfsmittel, also die Nutzung von KI in Plugins, bei ihnen nicht einfach nur ein Marketing-Gag oder Mittel zum Zweck sind, sondern vor allem eins machen sollen: dem ungeübten Nutzer einen leichten Zugang zu komplexen Themen ermöglichen und gleichzeitig dem Profi aber eine Spielwiese bieten, mit der er im Mix vor allem eins einsparen kann, nämlich seine wichtigste Ressource: Zeit. Man kommt also einfach und schnell zu guten Ergebnissen. Soweit die Theorie und der Marketing-Sprech, und der guten Ordnung halber weise ich dich jetzt natürlich noch darauf hin, dass Sonible dieses Video sponsort und mir die Lizenz auch kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Das hat aber natürlich wie immer keinen Einfluss auf das, was ich dir jetzt gleich erzähle, und Sonible hat das Video natürlich vor der Veröffentlichung auch nicht gesehen. Du kannst jetzt aber gleich hören, was alles geht, und wenn du den Smart Reverb 2 selber auch mal ausprobieren willst, dann findest du unter dem Video einen Link zu Sonible, unter dem du dir eine 30-tägige kostenlose Demo runterladen kannst. Jetzt aber in medias res, und wir starten am Beispiel einer Snare. Der aktuelle Mix klingt so. Bisschen trocken, ne? Natürlich muss da ein Hall drauf. Und jetzt nehmen wir mal den Smart Reverb 2 und laden den hier einfach mal rein. Dazu rufe ich den einfach mal hier in der Plugin-Liste auf und lade ihn mal rein. Da ist er auch schon hier. Smart Reverb 2, der startet. Und als erstes sollte man mal dieses Feature hier oben sehen, wo man drauf gucken kann, dass das Signal überhaupt erstmal dem Plugin bekannt gemacht wird. Das heißt, wir lesen das jetzt einfach mal ein. Wenn ich jetzt hier erstmal auswähle, den Drums Snare Punkt hier, und dann müssen wir jetzt einfach erstmal aufnehmen, quasi intern aufnehmen, damit das Plugin den Sound lernen kann. Ich lasse mal die Snare alleine laufen und dann nimmt er auf. Und du siehst, er nimmt immer nur auf, wenn gespielt wird. Wir haben auch schon einen Hall drauf, aber jetzt passt er das Ganze an das Signal nochmal an. Das dauert ein kleines bisschen. Ja, natürlich, weil die Snare immer nur jede zweite Viertel spielt, aber das geht bei anderen Signalen natürlich schneller. So, jetzt hat sich der Sound schon ein bisschen verändert. Ich mache mal kurz Bypass. Trocken. Mit. Und das erste, was du natürlich hier im Interface siehst, ist erstmal diese riesige Spielwiese, die wir hier haben, wo die Snare im Mittelpunkt ist. Und wir haben ja auf der einen Seite einen Raum, wir haben einen Hall, wir haben eine Plate und einen Spring Reverb, also eine Hallspirale, die man aus Gitarrenverstärker normalerweise kennt. Und zwischen diesen vieren kann man jetzt mit dieser Art Joystick hin und her spielen. Und wir können mal ein bisschen rumspielen, mal gucken, wie die einzelnen Hallarten klingen. Fangen wir mal mit dem Raum an. Je weiter ich in die Ecke gehe, desto mehr hören wir. Wenig. Mehr. Zum Hall.
viel länger. Plate. Spring. Ja, gewöhnungsbedürftig. Und so können wir jetzt hier auswählen, welchen Teil wir haben wollen. Machen wir mal so ein bisschen Raum. Jetzt gibt es verschiedene Parameter, mit denen man natürlich noch spielen kann. Ich habe zwar gesagt, weniger Knöpfe, aber die bedingen sich alle untereinander so ein bisschen. Das heißt, wir haben hier oben den Size-Parameter, mit dem man die Größe, also quasi den Nachhall einstellen kann. Es gibt nicht wirklich sowas wie Sekunden oder sonst was irgendwie, sondern man kann hier die Größe vom Raum einstellen. Da können wir mal mit rumspielen. Und das ist sehr schön hier visualisiert, wie der Nachhall sich dann auch hier nach hinten rausschleicht oder auch weniger dann. Bleiben wir mal bei den 40 aus der Voreinstellung. Dann haben wir die Distance und du siehst, wenn ich diesen Knopf hier drehe, dann ändert sich hier auf der Seite auch hier dieser Abstandsregler, der eben den Abstand zwischen dem Signal und dem Zuhörer regeln soll. Auf der einen Seite back, also hinten, auf der anderen Seite vorne und wir können mal rumspielen. Im Prinzip ist das so eine Art Dry-Wet-Regler, der aber noch ein bisschen mehr auf der Pfanne hat. Hier eher trocken und der Hall eher hinten. Hier ein bisschen weniger Direktsignal, dafür aber ein bisschen mehr vom Hall. Und irgendwo da im Zusammenhang mit dem Ganzen findet das statt. Wir haben jetzt hier ein Monosignal mit der Snare. Wenn wir ein Stereosignal hätten, könnten wir sogar noch die Stereobreite hier verändern. Das heißt, wir könnten jetzt hier mit dem Width-Regler auch noch regeln. Aber weil ich auf einem Monokanalzug bin, geht das nicht. Wir können mal kurz gucken, wenn ich hier umschalte auf einen Stereokanal, ob der das dann automatisch akzeptiert. Ja, da ist der Width-Regler auch schon dazugekommen. Ein Feature aus Cubase 14, ehrlich gesagt. Und wir können jetzt hier die Breite vom Hall noch regeln. Also eher Mono. Eher richtig breit. Je nach Geschmack. Super cool. Und dann nochmal gucken. Also du siehst, total intuitiv. Man kann einfach mit den Knöpfen ein bisschen rumspielen, ohne sich Gedanken zu machen über Frequenzen, Pre-Delay, Halllänge, sonst was irgendwie, sondern einfach nur inspirieren und treiben lassen. Du kannst hier unten auch auf Bypass schalten. Oder nur das nasse Signal anhören, falls du das nicht auf den Insert laden möchtest, sondern in einen Bus. Dann ist allerdings der Abstandsregler hier auf der rechten Seite, also die Distance ist dann hier deaktiviert. Und dann gibt es auf der rechten Seite noch, da wo wir jetzt diese schöne Visualisierung gehabt haben, hier auf der rechten Seite, gibt es noch den Knopf Manual Override. Das ist also für die Profis, die ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Hier kann man jetzt noch ein paar Veränderungen vornehmen. Hier kann man zum Beispiel die Höhen, die Mitten und die Bässe im Hall beeinflussen, was ja auch nicht irrelevant ist. Tatsächlich dahingehend, weil so ein Hall ja untenrum auch durchaus einiges an Energie mit reinbringen kann. Vor allem je nachdem, welchen Raum man benutzt. Und hier kann man vor allem auch ein sehr spannendes Feature, hier kann man Mono, Below und dann eine Frequenz eingeben, eine Trendfrequenz, wo man sagen kann, okay, der Hall soll bitte unterhalb dieser Trendfrequenz auf jeden Fall in Mono bleiben, was natürlich super, super praktisch ist. Dann kann man nämlich diese tieffrequenten Signale in der Mitte bündeln. Kann man auch deaktivieren, wenn man das nicht möchte, aber also es gibt durchaus Leute, die auch diesen Hall untenrum haben wollen, aber gerade untenrum sollte man doch konzentriert bleiben und Bassdrum und Bass vor allem konzentrieren und die sind ja in der Regel eher Mono. Es gibt natürlich auch sehr breite Synthi-Bässe, aber selbst denen würde dann Headroom geklaut werden, wenn wir jetzt hier zum Beispiel unterhalb von 100 Hertz im vollen Stereobild auch arbeiten würden. Also tolles Feature und wir spielen mal ein bisschen mit rum. Ich kann mal hier bei den Höhen im Hall ein bisschen was rausdrehen. Oder ein bisschen rein. Merkst sofort, wie das dazukommt. So, mit einem Klick und gehaltener Alt-Taste gehst du wieder auf den Standardwert. Dann können wir hier die Trendfrequenz natürlich einstellen. Wir können das mit den Bässen natürlich auch machen. Und, das ist auch sehr cool, wir können, obwohl die Nachhallzeit eigentlich hier bei der Distance und bei der Size lang eingestellt, also Distance ist ja hier der Anteil, aber bei der Size eingestellt ist in dem Verhältnis, den wir jetzt gerade haben, kannst du trotzdem noch den Nachhall dahingehend beeinflussen, indem du hier diesen Regler auf der rechten Seite greifst und da jetzt einfach mal sagst, nee, ich möchte im Prinzip den Sound jetzt haben mit Einstellung 40 bei Size, aber ich möchte den kürzer haben. Machen wir mal. Und du siehst, man kriegt so einen Gated Reverb Sound hin. Oder kann das eben an die Länge anpassen, dass das
Snare-Signal eben immer nur bis zur nächsten Snare anhält und dann eben nicht weiter ausklingt. Also super versatil einsetzbar das Ganze. Und das mache ich jetzt mal auf weiteren Spuren, damit wir uns nämlich im nächsten Schritt dann wirklich noch 2, in Anführungszeichen, Killer-Features angucken können. Nämlich einmal die Gruppierung und vor allem die Maskierung und dann eben auch die Tiefenstaffelung, die damit zusammenhängt. Das können wir aber erst machen, wenn wir mehrere Signale mit dem Reverb drauf haben. Und deswegen mache ich das jetzt mal kurz im Zeitraffer. So, jetzt bin ich bei den Vocals angekommen und bei den Vocals machen wir jetzt mal wieder zusammen weiter. Als erstes müssen wir natürlich wieder auswählen, was hier die Basis ist. Ich nehme mal Vocals und kann hier auswählen zwischen High und Low. Wir haben eine Männerstimme, nehmen wir mal Low und lassen ihn jetzt erstmal analysieren, was er denn hier eigentlich jetzt hört. Life is one big disappointment. Then maybe Und damit wir uns jetzt die verschiedenen Hall-Varianten nochmal genauer anhören können, jetzt mit einer Stimme, schalte ich jetzt einfach mal hier auf Wet und dann hören wir uns mal die verschiedenen Varianten an. Den Raum, den Hall, die Plate und den Spring Reverb. Also schalten wir mal auf Wet und dann hören wir mal, was passiert. life is one big disappointment. Ja, cool, ein bisschen länger. Then maybe I'm doing Halle. something right. But if this all Plate. is something bigger, then I'll get back up. Oh, den mag ich. I'll get Spring. back up and fight. Okay, das ist Geschmackssache. Ich gehe mal zurück zur Plate und wir schalten mal das Wet wieder aus. Mal gucken, wo wir stehen. Life is one big Und jetzt der Vorne-Hinten-Regler. disappointment. Then maybe I'm doing this thing right. Machen wir mal im Zusammenhang mit den anderen Spuren, wo ich das auch draufgeladen habe. Das war nämlich hier die Gitarre, den Bass nämlich, kommt der Vollständigkeit halber mal dazu. Percussion habe ich was draufgepackt, Schlagzeug habe ich was draufgepackt und ich glaube die Akustikgitarre hier, da war auch noch was drauf. Die nehmen wir auch mit dazu und dann hören wir mal, wie das zusammenklingt. Life is one big disappointment. Okay, Vocals ein bisschen lauter. Then maybe I'm doing this thing right. But if this all points Weiter vorne. to something bigger, then I'll get back up and fight. So, ich habe dir aber ja noch versprochen, dass wir uns noch die beiden Killer-Features angucken. Das heißt, wir gucken jetzt mal darauf, wie man die Tiefenstaffelung von den einzelnen Elementen untereinander beeinflussen kann und vor allem, wie es mit der Maskierung denn eigentlich aussieht. Denn es wird ja versprochen, dass die einzelnen Hallräume sich untereinander nicht maskieren. Und der Trick ist, dass man dazu dann alle Spuren, wo so ein Smart Reverb 2 drauf ist, dass man die erstmal in eine Gruppe einfügt. Das heißt, wir bilden mal eine Gruppe. Dazu kann ich in irgendeinem Plugin, in dem ich bin, hier unten einfach mal auf Add to Group draufklicken und dann wird dieser Dialog hier offen gemacht. Ich nenne die Gruppe mal spontan alle. Großartig. Und kann jetzt hier einfach alle Elemente hier rüberziehen, die ich in dieser Gruppe haben möchte. Wir machen mal eine Gesamtgruppe hier, damit wir dann hier auch alles haben. Und du siehst, die Punkte ordnen sich schon da an, wo ich es hier in den Plugins auch hatte. Ich schließe mal den Dialog und zack, sind jetzt hier alle Punkte, die ich insgesamt verteilt habe in ihren einzelnen Hallsphären. Und du siehst auch hier in dem Nah-Fern-Regler sind jetzt alle plötzlich drin. Das Coole ist, dass ich jetzt dieses Interface gar nicht verlassen muss. Das heißt, wenn ich jetzt einzelne Parameter von den anderen Hallquellen, also von den anderen Hall-Plugins verändern will, muss ich gar nicht rausgehen. Wie du hier siehst, bin ich hier im Main Vox. Also ich bin immer noch in der Hauptstimme in dem Plugin drin. Ich kann aber, wenn ich jetzt möchte, kann ich jetzt trotzdem hier hingehen und von den Percussion den Hall ein bisschen weiter nach hinten schieben oder ein bisschen weiter nach vorne holen. Ich kann alle Parameter trotzdem beeinflussen, ohne dass ich erst zum Percussion-Kanal hinspringen muss, da das Plugin öffnen, da dann verändern und wieder zurück und so weiter, sondern das ist wirklich, also dass da noch vorher keiner drauf gekommen ist. Ist mir klar, dass die Beeinflussung oder dass die Interaktion zwischen den einzelnen Plugins kommt erst so langsam auf in der Plugin-Szene und Sonible hat ja auch sicherlich einen Erfahrungsvorsprung durch den Smart EQ zum Beispiel, aber dass man hier wirklich tatsächlich alle Parameter anfassen kann und einfach verändern kann, ohne aus dem Interface raus muss, ohne erstmal zu, was weiß ich, wenn wir den Snare-Hall anmachen, nicht so schnell sprechen, Herr Wagner. Wo ist die Snare? Da. Möchte ich weiter vorne haben. Oder ich möchte den Snare-Hall verändern. Nasser. Weiter nach hinten.
Bisschen länger. Ich bin immer noch im Kanalzug von den Vocals, die ich ja auch verändern kann. Gehen wir mal auf die Vocals. Bisschen weiter da hinten. Und wenn ich jetzt alle Signale beeinflussen möchte, muss ich die nur auswählen. Ich ziehe einfach einen Rahmen hier über alle und kann jetzt plötzlich alle anfassen. Mal gucken, wie das klingt. Und die werden auch im Verhältnis untereinander erhalten. Ich kann sie auch komplett gegen die Wand schieben. Alle hinten drin. Oder alle trocken. Snare ein bisschen nasser. Also es ist so intuitiv, man kann so damit rumspielen und muss sich eben nicht mit Zahlen, Werten oder sonst irgendwas auseinandersetzen, sondern man hat einfach alles da liegen, was man muss nicht aus dem Interface raus. Ehrlich gesagt, davon bin ich großer Fan. Das gefällt mir super gut. Und wenn wir jetzt mal gucken, was mit der Maskierung, was es damit auf sich hat, wir haben ja schon eine Gruppe gebildet und diese Gruppe bedeutet, dass das Plugin jetzt quasi alle Instanzen kennt und von jeder Instanz dann auch den Hall kennt und dann natürlich dafür sorgen kann, also was heißt natürlich, dann dafür sorgen kann, dass eben Maskierungen da nicht stattfinden. Wenn wir jetzt nochmal alle auswählen, ich schalte mal alle auf Wet hier, dass wir nur das nasse Signal hören. Gibt es hier auf der rechten Seite davon einen Knopf, der nennt sich Source Adaptation und der sorgt im Gruppenmodus dafür, dass das Plugin eben in allen Instanzen untereinander die Hallräume abgleicht. Wenn ich hier mal deaktiviere, dann hörst du mal, was passiert, wenn die nicht untereinander abgeglichen werden, sondern als, was haben wir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Hallräume betrachtet werden. Klingt ein bisschen mumpfiger, wenn ich es wieder anmache. Deutlich aufgeräumt. Aber mir fällt gerade auf, bei der Snare ist der Hall zu hell. Deswegen drehen wir dann mal ein bisschen runter. Wir können hier mit der Color noch ein bisschen spielen, dass er ein bisschen dunkler wird. Und bei den Vocals war auch ein bisschen Höhen. Das heißt, wir gehen hier mal in den Manual Override, drehen hier ein bisschen die Höhen runter. Hall ein bisschen dunkler. Ein bisschen mehr Clarity. Bisschen kürzer. Jetzt schalte ich das Wet wieder aus. Wir hören dann wieder alle, wenn ich alle wieder auswähle hier. Auch hier kann ich einen Rahmen drum ziehen. Machen wir das Wet All wieder aus. Ich mache die Source Adaptation nochmal aus. Nochmal weiter nass. Und wieder an. Es macht auf jeden Fall irre Spaß, damit rumzuspielen und man muss sich in seiner Kreativität tatsächlich einschränken lassen oder von irgendwelchen Parametern irritieren lassen, sondern es macht wirklich Spaß, mit dem Plugin rumzuspielen, die einzelnen Sachen auszuprobieren, die einzelnen Hallräume auszuprobieren und vor allem im gesamten Interface dann von allen Signalen untereinander einfach mit rumzuspielen und nicht ständig hin und her zu springen zwischen dem einen Bus und dem anderen, sondern einfach mit dem Hall zu arbeiten und sich von seinen Ohren und von seiner Inspiration treiben zu lassen. Das ist der Smart Reverb 2. Ich hoffe, du konntest einen einigermaßen guten Eindruck davon bekommen. Lade dir auf jeden Fall die Demo runter, die du bei Sonible runterladen kannst. Und es gibt auch einen Einstiegspreis von 89 €. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn du mich fragst. Aber auch der normale Preis, 129 € ist immer noch eine Reise wert in dieses Plugin. Wenn du Pro bist, hast du auch eine Möglichkeit, hier mit sehr viel Zeit zu sparen. Klar, du hast wahrscheinlich schon 25 Plugins auf der Platte liegen, aber gönn dir noch ein 26. Denn damit macht es einfach, es spart einfach unfassbar viel Zeit und funktioniert auch noch. Und falls du aber trotzdem nicht in der Lage bist oder falls du auch kein Geld ausgeben möchtest und trotzdem wissen möchtest, wie es mit der Tiefenstaffelung funktioniert und welche Prinzipien dahinter stecken, die halt hier im Plugin auch verarbeitet sind, dann schau doch mal als nächstes in dieses Video. Da habe ich nämlich alles von vorne bis hinten erklärt. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou!